Hoch hinaus mit der High Trail Edition. Heute packen wir den Chevy K10 von Traxxas aus. Dieses Fahrzeug wird mir zur Verfügung gestellt von meinem guten Freund David. Er hat sich dieses Fahrzeug gekauft, abgeholt und hat noch nicht mal reingeschaut. Alle Siegel sind original verschlossen, das heißt, wir dürfen hier den ersten Blick in die Verpackung werfen. Ich möchte mir mit dir zusammen ein bisschen die äußere Verpackung anschauen, dann natürlich das Auto nochmal komplett im Detail. Ich werde dir etwas zu den technischen Daten und der Elektronik erzählen und zum Schluss gibt es mein ganz persönliches Fazit. Wir haben hier einen sehr wuchtig großen Pappkarton. Die meisten Traxxas Modelle sind ja im Maßstab 1:10, fallen aber in der Realität meist etwas größer aus. Was sehen wir hier auf diesem wirklich soliden, schön bedruckten Pappkarton? Auf der Vorderseite sehen wir den Chevy K10 in Schwarz. In dieser Farbe werde ich ihn auch gleich auspacken. Hier vorne, ja, Chevy K10, Traxxas TRX4 in der High Trail Edition und hier unten ist auch nochmal ein Foto abgebildet, was nochmal den Unterschied zum normalen TRX4 verdeutlichen soll. Die High Trail Edition ist 2,5 cm höher und kommt nicht mit 1,9er Rädern, sondern mit 2,2er und das ist dann hier nochmal ganz gut abgebildet. Auf der Rückseite des Kartons sehen wir dann quasi dasselbe Bild nochmal, nur dass wir hier den Chevy in der zweiten Farbe sehen. Dieses Fahrzeug gibt es in Schwarz und in Rot. Auf der Seite hier sehen wir die Front von dem Fahrzeug. Wir können schon sehen, das Ganze ist wieder sehr scale gemacht, sieht sehr detailgetreu aus, gefällt mir auch schon mal sehr gut. Und hier vorne gibt es dann noch so ein paar Informationen zum Hersteller, zum Fahrzeug. Und hier ist dann auch nochmal markiert, in welcher Farbe du denn dieses Fahrzeug hier auch gekauft hast. Auf dem Deckel wird es dann etwas spannender. Hier wird auf so ein paar Highlights nochmal eingegangen. Die ganz normalen TRX4 Highlights, wie zum Beispiel die sperrbaren Differentiale, das Zweiganggetriebe, die Portalachsen. Hier steht aber auch nochmal drin, dass dieses Fahrzeug hier einen Böschungswinkel von sage und schreibe 70 Grad hat und dass dieses Fahrzeug hier mit 2 Rädern kommt. Also hier nochmal so ein paar Highlights aufgeführt. Hier sehen wir nochmal das Fahrzeug im Seitenprofil und hier nochmal so ein paar Angaben wie Radstand, Breite, Länge etc. Unten sieht der Karton dann so aus. Hier sehen wir den Chevy nochmal in Rot und dann hier auch einmal von hinten. Das war soweit die Verpackung. Mir gefällt sie ganz gut. Ich finde es ganz schick gemacht. Würde ich mir auf jeden Fall so nochmal irgendwo ins Regal stellen. Genug zur Verpackung. Jetzt wollen wir das Fahrzeug natürlich auch auspacken. Den Moment möchte ich natürlich mit dir zelebrieren. Wir sehen hier das verschlossene Traxxas-Siegel und das werde ich jetzt durchschneiden mit einem scharfen Messer. Schau es dir an. Zack! Jetzt ist es durch. Jetzt ist er offiziell geöffnet. Also jetzt mal ganz im Ernst. Immer wenn ich sowas auspacke, würde ich das am liebsten sofort auch selber kaufen. Kann ich aber natürlich nicht, weil da sind die finanziellen Mittel auch einfach nicht für da. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich was auspacken darf und bin dann auch ganz angefixt und würde es mir am liebsten selber kaufen. So, Styropor, das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir mal, das nehmen wir mal raus. Aha, aha, da kommt er schon, da kommt er schon. In Schwarz hätte ich ihn aufgenommen. Ganz ehrlich. So, wir ziehen ihn mal vorsichtig raus. Geil. Oh, scheiße. Der gefällt mir schon wieder zu gut, um ehrlich zu sein. Ja, aber wie immer bei Traxxas. Also ich bin kleiner Fanboy. Ich möchte das natürlich trotzdem ja, sehr sachlich halten, dieses Unboxing. Aber ich bin trotzdem immer wieder begeistert von diesen Fahrzeugen. Ja, da hinten haben wir noch Styropor drin. Ich fasse mal rein, ob da noch was drin ist. Aber
Das scheint jetzt nur noch Styropor zu sein. Nehmen wir das mal raus. Nee, ist es nicht. Fernsteuerung haben wir auch noch. So, jetzt schaffe ich hier mal einmal ein bisschen Platz und dann gucken wir mal, was da jetzt alles so drin war. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich hier dieses Fahrzeug mit Karosserie, fertig zusammengebaut, RTR, dann die klassische Traxxas Fernsteuerung dazu und hier eingeschweißt in diesen Beutel die Betriebsanleitung, nochmal so ein paar Sachen, wie man was austauscht, Ersatzteile, Tuningmöglichkeiten. Hier haben wir dann nochmal ein paar Traxxas Aufkleber und ja, noch so ein bisschen Werkzeug, was man brauchen könnte, zum Beispiel hier so ein klassisches Radkreuz. Beginnen möchte ich jetzt natürlich mit dem Fahrzeug und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Um das Fahrzeug vernünftig sehen zu können, müssen wir natürlich hier mal die Folie abmachen. Ich mache das sehr vorsichtig und auch die Folie hier auf dem Dach, die lasse ich auf jeden Fall drauf, denn mein Kumpel David soll dieses Fahrzeug natürlich im A-wertigen Zustand erhalten und gerade schwarz Hochglanz ist sehr empfindlich. Ich denke, wir sehen trotzdem genug. Jetzt erstmal hier diese grobe Frischhaltefolie hier einmal ab. Die ist wirklich sehr gut drum gewickelt worden. Da hat man sich viel Mühe gegeben. Die sollte auf alle Fälle nicht einfach so abgehen. So. Die Stoßstangen sind, so wie es aussieht, auch nochmal extra eingepackt. Das ist ja auch nicht schlecht. Man braucht halt ein Momentchen beim Auspacken. Finde ich jetzt nicht schlimm. Es ist auch nicht zu viel Folie, dass man sagt, okay, der Umweltaspekt bleibt jetzt hier völlig auf der Strecke. So ein Auto kauft man ja jetzt auch nicht zweimal die Woche. Okay, also hier dieses Chrom, das würde ich gerne in der Folie lassen. Genauso wie hier diese Hauptfolien, die lasse ich auf jeden Fall drauf. Ich denke, wir sehen trotzdem genug von diesem Fahrzeug. Ich kann es ja schon mal so ein bisschen drehen. Es passt gerade so hier auf meinen Unboxing-Teller. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Also das kann Traxxas einfach. Die Front sieht fantastisch aus. Die Scheinwerfer hier, die sind dreidimensional. Hier kann man ein Lichtset nachrüsten. Ja, diese Linsen hier vorn drauf, das passt wirklich 100%. Das sind keine Klarglasscheinwerfer, sondern da sind diese leichten Riefen drin, so wie man es von den älteren Fahrzeugen mit diesen Echtglasscheinwerfern noch kennt. Der Kühlergrill, richtig schön dreidimensional und dann auch hier dieses Chevy-Logo, das sieht klasse aus. Die Chromstoßstange, so wie es muss, hier auch nochmal mit so einem Kennzeichen. Wir sehen schon, der Wagen ist richtig hoch und hier unten gibt es noch ein Detail, ja, ich glaube, das bleibt nicht lange schön, und zwar das Differentialgehäuse ist hier ebenfalls verchromter Kunststoff und ob das lange schön bleibt, das wage ich zu bezweifeln, ist aber im ersten Moment ganz schick. Wir sehen jetzt hier so einen Aufkleber für die Lüftungseingänge hier oben an der Motorhaube. Ich hoffe, man kann das Ganze gut sehen. Ich kippe das mal. Und wir haben hier richtig schöne Scheibenwischer. Die sind auch nochmal extra dran. Und das ist natürlich ein klasse Scale-Detail. Das gefällt mir sehr gut. Und hier sehen wir auch schon so ein bisschen die chromfarbenen Spiegel. Die sind fest dran, ja. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn das Fahrzeug das ein oder andere Mal kräftig den Berg runterfällt, dass diese hier leicht abbrechen. Eine Sache, die ich bei vielen Traxxas-Modellen nicht so schön finde, sind die schwarzen Scheiben. Vorteil ist natürlich, man kann nicht in die Karosserie reinschauen, man sieht hier keine Kabel oder die Elektronik, aber es wirkt schon sehr dunkel und gerade wenn man hier auch mal so ein Interieur nachrüsten möchte, dann sind diese schwarz geklebten Scheiben natürlich Gift. Das kann man nicht anders sagen. Das finde ich schade. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal im Zubehör eine Karosserie mit klaren Scheiben oder diese Karosserie halt nochmal extra in Clear ohne Farbe, dass man sich die dann selber lackieren kann und dann auch hier die Scheiben alle in klar hat. Gehen wir weiter zur Seitenansicht und
Ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Hier vorne haben wir diesen Blinker oder Positionsleuchte. Das ist kein Aufkleber, sondern das ist wirklich Kunststoff und da kann man dann auch dieses zusätzliche Lichtset hier anbringen. Fühlt sich gut an, sieht gut aus. Hier nochmal der gerade erwähnte Spiegel, der doch sehr filigran ist. Sieht scale aus, aber ist halt die Frage, wie lange dieses gute Stück dann wirklich auch hält. Muss man ein bisschen vorsichtig mitfahren. Ansonsten hier diese Chromdetails, das ist geklebt. Das sind Aufkleber, das ist nicht irgendwie zusätzlich nochmal irgendwie, ja, eine Kunststoffspange oder sowas, das ist geklebt. Der Türgriff wiederum, der ist echt. Den kann man hier auch so ein bisschen ziehen, der wackelt hier so ein bisschen, das finde ich aber völlig in Ordnung. An der einen oder anderen Stelle scheint mir hier diese Chromleiste ein bisschen wellig, da könnte man sicherlich nochmal mit einem Föhn ein bisschen arbeiten, das Ganze ein bisschen erwärmen und dann nochmal glatt streichen, da sehe ich überhaupt und gar kein Problem. Etwas, was jetzt hier im Seitenprofil gut auffällt, dass wir gar keine Karosserieklammern haben. Das hier ist genauso wie beim Bronco. Die Karosserie wird hier über die inneren Radkästen festgehalten. Da gibt es einen kleinen Klickmechanismus und das wertet diese Modelle, wie ich finde, deutlich auf, weil wir einfach nicht mehr hier oben diese Splinte rausgucken haben und es ist ja auch an sich ganz angenehm. Klar, wenn du jetzt gerade durch Schlamm gefahren bist, dann ist es vielleicht nicht so schön, da in den Radkasten reinzugreifen und die Karosserie abzunehmen, aber ansonsten sehe ich darin eigentlich nur Vorteile. Was wir jetzt hier auch gut sehen können, das sind die zwei Zweier-Reifen, die sind ziemlich groß. Ich habe jetzt hier nochmal zum Vergleich einen normalen TRX4-Reifen. So, den können wir mal daneben stellen und der ist doch deutlich kleiner. Also das hier sind wirklich große Räder. Ich denke, das sieht man auch sehr gut. Besonderheit, die wir haben bei den Felgen Nabendeckel. Bedeutet also, wir sehen diese Schraube zum Festschrauben der Felgen, der Räder nicht mehr, sondern haben hier einen schicken Nabendeckel drauf. Das, finde ich, wertet die Felge an sich nochmal auf und wirkt auch nochmal realistischer. Das finde ich wirklich sehr schön. Wenn wir ihn gerade hier schon so schön stehen haben, vielleicht ein paar Maße. Wir haben hier einen Radstand von 33,6 cm, eine Gesamtlänge von 52,6 cm, eine Breite von 27 cm. Hier diesen Böschungswinkel hier vorne, man sieht das auch sehr, sehr gut, von erstaunlichen 70 Grad, das heißt, wir können hier mehr oder weniger gerade aufs Hindernis drauf fahren und uns dann da hochcrawlen, das finde ich ziemlich klasse. Bodenfreiheit hier in der Mitte, die ist natürlich High Trail Edition mäßig sehr hoch mit 9,9 cm. Das ist etwa 2,5 cm höher als der normale TRX4 und ein Gesamtgewicht, was jetzt gar nicht so viel ist, von 3,35 Kilogramm. Das hier zu den Maßen vom Fahrzeug. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal ein bisschen. Haha, guck mal hier, das sieht doch schick aus. Wir haben hier klassische Rückleuchten und auch die sehen wieder schön aus. Die sind mit Chrom umfasst und die gefallen mir gut. Es gibt viele Hersteller, die machen dann da jetzt wirklich nur rot durchgefärbtes Kunststoff und ich weiß nicht, bei Traxxas sieht es für mich immer realistisch und echt aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Hier hinten das Heck, ja, sehr schnörkellos, wie man es bei einem Pickup kennt, wie beim Original auch. Wir haben eine Chromstoßstange und hier hinten auch nochmal den Schriftzug drin, so wie das bei vielen Pickups früher auch so üblich war. Und auch hier ist das Differentialgehäuse hier vorne nochmal verchromt. Da ist halt die Frage, wie lange das hält, je nachdem, wo man unterwegs ist. Die Beifahrerseite sehr unspektakulär, genauso wie die Fahrerseite auch. Natürlich auch hier mit dem Türgriff. Hier ist er komischerweise fest. Auf der Fahrerseite kann man ihn so 1-2 mm bewegen. Auf der Beifahrerseite ist er zu 100% fest. Kann man vielleicht nochmal im Inneren schauen, dass man da eine Schraube so ein bisschen anzieht. Ja, hier nochmal der ein oder andere Aufkleber.
aber wirklich sehr dezent gehalten. So sieht das Ganze dann von oben aus, ohne die Karosserieklammern. Wie gesagt, diese Schutzfolie, die nehme ich jetzt nicht ab. Das müsst ihr euch bitte einmal durchgehend in Hochglanz schwarz vorstellen. Und wir gucken hier auch noch unter das Fahrzeug und auf den ersten Blick ist es doch ein ganz normaler TRX 4. Soweit die Details zu dieser wirklich schönen Karosserie, sehr detailgetreu. Und jetzt möchte ich mit dir zusammen mal unter die Lexan-Haube auf das Chassis schauen. Wie bereits erwähnt, lässt sich die Karosserie abheben, indem man hier so eine Klammer löst in den Radkästen. Wenn man hier mal so ein bisschen reingeht, dann fühlt man das ganz gut. Die zieht man vorsichtig nach außen und dann löst sich das hier. Das gleiche macht man dann auch nochmal hinten. Die beiden Klammern vorsichtig außen ziehen und dann kann man ganz wunderbar die Karosserie abheben. So sieht sie aus, wie immer top lackiert von Traxxas. Hier sieht man auch nochmal die Befestigung, wie das Ganze hier am Radkasten dann befestigt wird. Hier nochmal so ein paar Versteifungen innen drin. Hier ist jetzt kein Lichtset verbaut, das kann man dann aber nachrüsten und das wird dann mit so einem Stecker hier vorne dann gekoppelt. So, und jetzt sind wir hier auch schon bei dem Chassis des High Trail und wir sehen auch hier nochmal, der größte Unterschied ist eigentlich die Höhe. Wenn man jetzt so von oben drauf schaut, sieht man, dass es ein ganz normaler TRX 4 ist. Ich sehe keine Besonderheiten. Hier diese inneren Kotflügel, hier auch mit diesen Befestigungspunkten, die kennen wir schon aus dem Ford Bronco. Und das Highlight sind wirklich diese langen Aluminiumstoßdämpfer etc., die dieses Fahrzeug hier so hoch wirken lassen. Schauen wir uns jetzt dennoch mal einmal kurz hier die Elektronik an. Wir haben hier vorne eine Anbindung, eine Platte, wo wir nochmal eine Seilwinde zum Beispiel nachrüsten können. Hier vorne geht es weiter mit dem 21 Turns 550er Brushed Motor, so wie man ihn auch aus den anderen Traxxas TRX 4 Modellen bereits kennt. Hier unten sehen wir den Regler. Dieser ist wasserfest und hält also mehr als Spritzwasser sehr, sehr gut aus. Hier vorne der bekannte Traxxas-Stecker, den kann man gegebenenfalls nochmal umlöten oder man holt sich einen Adapter, wenn man jetzt nicht die Original-Traxxas-Akkus nutzen möchte. Auch ebenfalls hier unten ist ein kleines 9 Gramm Servo. Das sorgt dafür, dass du zwischen dem High-Speed-Gang und dem Geländekriechgang schalten kannst. Hier vorne ebenfalls dieselben Servos, einmal zum Öffnen und Sperren der Differentiale vorne und hinten. Hier ist eine wasserdichte Empfängerbox. Hier befindet sich der Empfänger drin und diese Box hier, die hält Wasser wirklich sehr gut ab. Außer man öffnet hier den Brömpel, um irgendwelche Zusatzsachen reinzumachen. Da hatte ich schon mal meine Erfahrungen, dass ich hier einen Wasserschaden hatte. Also da bitte immer vorsichtig sein, wenn du das hier wirklich viel im Wasser nutzt oder dieses Fahrzeug mal wirklich sehr stark reinigen möchtest, dass hier diese Empfängerbox auch wirklich dicht ist. Ansonsten haben wir hier noch ein Akkufach. Ja, so wie man es kennt. Früher gab es das hier so ein bisschen, dass dieser Mittelsteg so ein bisschen in der Höhe variierte, je nachdem wie man ihn gedreht hat. Das sehe ich jetzt hier nicht mehr so. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja, okay, so scheinen etwas größere Akkus reinzupassen und so ein klein wenig niedrigere Akkus. Okay, das gibt es also noch. Das Akkufach ist sehr gut. Ich finde diesen Mechanismus hier auch sehr, sehr gut. Da passen die meisten Akkus rein. Ansonsten wenig Aufregendes. Hier unseren Leiterrahmen mit einem U-Profil. Dieses U-Profil ist aus Metall. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob aus Stahl oder aus Alu. Ich meine, es ist aus Stahl. Was dran bleibt, das sind hier die beiden Stoßstangen. Die sind nicht an der Karosserie befestigt, sondern hier an dem Fahrzeug an sich. Das macht soweit einen stabilen Eindruck und alles so, wie man das von Traxxas gewohnt ist, gefällt mir sehr gut. Kommen wir nun zum zweitwichtigsten von diesem Fahrzeug, nämlich die Fernsteuerung. Die Fernsteuerung ist für mich die beste derzeit am Markt. Sie liegt wirklich sehr gut in der Hand. Sie hat eine gute Größe. Und auch hier, mein Zeigefinger passt hier wunderbar rein. Man kann sehr gefühlvoll Gas geben und bremsen. Die Lenkung ist schön
Können das mal hier so ein bisschen schnalzen lassen. Ja gut, die Felge passt jetzt nicht unbedingt zum Crawler, tut aber der Funktion keinen Abbruch. Generell haben wir hier unten einmal das Fach für die Batterien. Hier können wir Batterien einlegen und herausnehmen. Hier haben wir den On- und Off-Schalter. Hier dieser Kipphebel, der switcht zwischen dem Kriechgang und dem Highspeed-Gang. Hier können wir Trimmungen vornehmen. Hier vorne geht es dann ins Menü. Hier können wir auch einen Tempomaten einstellen. Und jetzt gibt es eine Sache, die verstehe ich bei Traxxas überhaupt nicht. Andere Hersteller kriegen es auch hin. Und zwar dieser Kipphebel. Mit diesem Kipphebel kann man die Differentiale sperren und entsperren. Aber ich kann immer nur erst das eine und dann das andere noch zusätzlich sperren. Also beim Absima, sei es beim Yucatan oder beim Sherpa, ist das mit Knöpfen gelöst und ich kann die Differentiale unabhängig voneinander sperren und öffnen. Ich weiß nicht warum, Traxxas macht es nicht. Es ist immer erst das eine gesperrt und dann kann ich noch das zweite hinzuschalten und genauso auch wieder rückwärts. Ja, finde ich schade. Ich hätte es besser gefunden, wenn man das unabhängig voneinander schalten kann. Gerade weil es dann auch im Gelände nochmal irgendwie so einen besonderen Kick hat. Ah, jetzt möchte ich vielleicht nur hinten sperren, jetzt möchte ich nur vorne sperren. Fände ich besser. Also diese TRX4-Fahrzeuge funktionieren in meinen Augen fantastisch. Aber das hier ist für mich irgendwie sinnlos. Das verstehe ich leider nicht. Die Rückseite ist ebenfalls recht unspektakulär. Hier sieht man eigentlich gar nichts, bis auf diesen Bereich. Und da kann man ein Modul einbauen. Ich meine, es liegt inzwischen so bei um die 40 Euro. Das kann man hier einbauen. Das ist ein Bluetooth-Modul. Und dann kannst du dein Fahrzeug mit der Traxxas-App koppeln und kannst dann auf dem Handy zum Beispiel sehen, wie gerade die Steigung ist, wie der Ladezustand ist, etc. Da kann man dann so ein paar Funktionen abrufen oder auch zum Beispiel das Licht steuern. Das finde ich ganz cool. Habe ich bisher noch nicht, überlege ich mir aber, ob ich das nicht auch nochmal bei meinen TRX4 einfüge. Jetzt gibt es eine Sache, die wundert mich, die ist mir vor kurzem aufgefallen. Und zwar sind das hier die neueren Fernsteuerungen. Und das hier ist meine alte Fernsteuerung von meinem TRX4. Ja, der ist schon ziemlich alt. Aber jetzt gucken wir mal. Auf den ersten Blick fällt vielleicht gar nichts auf. Aber auf den zweiten Blick hat meine hier noch die Funktion, dass ich nicht nur 50-50 hier die Aufteilung habe, zum Gas geben, bremsen, rückwärts fahren, sondern eine 70-30 Verteilung. Das kann ich hier mit diesem Zack, mit dem Stecker machen. Jetzt habe ich hier 70% gasfähig und nur noch 30% zum Rückwärtsfahren. Um ehrlich zu sein, habe ich diese Funktion nie benutzt. Sie war da. Ich weiß nicht, wann Traxxas das verändert hat, aber die neuen Fernsteuerungen haben diese Funktion nicht mehr. Ich denke, hier hat man einfach Kosten gespart. Dann verstehe ich allerdings nicht, warum man nicht auch hier diesen wunderbaren Kipphebel verändert hat und warum man das nicht unabhängig voneinander schalten kann. Das hätte ich sehr cool gefunden. Kommen wir zu meinem ganz persönlichen Fazit zu dem Chevy K10 in der High Trail Edition. Dieser Chevy ist richtig geil geworden. Durch seine Höhe hat er einen mordsmäßigen Auftritt. Diese riesen Reifen hier, für mich ist das schon so ein bisschen in Richtung Bigfoot. Nicht ganz, aber man sieht schon, dass er deutlich höher ist. Und gerade im Bereich vom Crawlen denke ich, dass dieser Höhenunterschied gerade hier nochmal ordentlich was ausmacht. Was wir hier natürlich nicht vergessen dürfen, je höher ein Fahrzeug ist, desto höher ist natürlich auch irgendwo der Schwerpunkt. Dadurch aber, dass wir hier eine Pickup-Karosserie haben und zum Beispiel keinen Defender, baut der jetzt nicht ganz so hoch auf. Das heißt, er wird nicht so wahnsinnig schnell kippen. Ausprobiert habe ich das nicht. Ich könnte es mir allerdings vorstellen. Wenn du so ein Fahrzeug hast, dann schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie du so zufrieden bist mit der Variante und wie du denkst, wie der im Gegensatz zu dem normalen TRX4 abschneidet. Die Details finde ich wieder richtig klasse. Das sieht richtig gut aus. Gut, wir haben jetzt hier keine wahnsinnig vielen Anbauteile. Das liegt aber auch einfach daran, dass das Original auch nicht hat. Er ist schön dem Original nachempfunden, die Räder richtig wuchtig und die hier vielleicht nochmal mit so einer weißen Beadlock-Felge
Als Kontrast könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch eine schwarze Felge, dann wirkt der noch bulliger und noch böser. Ja, das sieht richtig cool aus. Gefällt mir klasse, das Fahrzeug. Was mir hingegen nicht so gut gefällt, das sind hier diese schwarzen Scheiben. Ich bin der Meinung, es hätte den Wagen deutlich nochmal aufgewertet, wenn wir hier klare Scheiben gehabt hätten. Im Zubehör gibt es bestimmt Hersteller, die sagen, oh komm, wir machen hier ein schönes Interieur fertig, was man dann einsetzen kann. Und das hätte mit klaren Scheiben super ausgesehen. Das finde ich wirklich schade, dass Traxxas auch hier wieder auf die schwarzen Scheiben gesetzt hat. Bei dem schwarzen Modell hier fällt es vielleicht gar nicht so stark auf. Bei dem roten Fahrzeug fällt es dann allerdings doch sehr stark ins Auge, dass hier die Scheiben wieder schwarz sind. Ansonsten hat Traxxas aber auch dazu gelernt, wir haben keine Karo-Halter mehr, genauso hier wie am Bronco. Und wir haben tolle Scale-Details wie hier an der Seite nochmal hier diese Positionsleuchte, diesen Blinker, schöne Spiegel, schicke Scheibenwischer, auch vor allen Dingen in Chrom. Hier diese Türgriffe und sowas. Das war früher beim Defender alles mit Aufklebern gelöst und jetzt habe ich hier einen richtig schönen Türgriff, den ich anfassen kann. Das sind so Sachen, die gefallen mir richtig gut. Man darf nicht vergessen, dass diese Fahrzeuge besser werden, aber auch teurer werden. Wir leben in einer Zeit, wo leider alles teurer ist und dieses Fahrzeug kostet so, wenn man jetzt mal online schaut oder generell, so um die 620 Euro. Und das ist natürlich kein Schnapper mehr. Das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz wäre ich bereit, diesen Preis für dieses Fahrzeug auszugeben. Ich finde den TRX 4 nach wie vor eines der besten Crawler am Markt und dann jetzt hier auch nochmal um einiges höher gelegt. Das fände ich also wirklich sehr spannend, das mal im Vergleich zu sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Kumpel David und ich, dem dieses Fahrzeug hier auch gehört, dass wir zusammen wirklich mal ein Video machen, wo wir zusammenfahren und einen normalen Defender TRX 4 mit dieser High Trail Edition mal vergleichen. Da könnt ihr also drauf gespannt sein. Was auf jeden Fall auch noch kommt, das ist eine Gegenüberstellung. Wie sieht denn der Defender aus im Gegensatz zu diesem Fahrzeug in der High Trail Edition? Das kommt auf meinem Kanal. Schau auf jeden Fall vorbei. Bis dahin, dir eine gute Zeit. Dein World Control RC.